Der erste Teil der Therapie beinhaltet immer die Stimulation, das Beobachten des Wachstums der Eizelle und die Gewinnung der Eizelle. Damit ist der erste Schritt in der Therapie und der Behandlung eigentlich abgeschlossen. Und der zweite Schritt ist dann das Zusammenbringen von Samen und Eizelle und die Beobachtung der weiteren Entwicklung der Zelle des sogenannten Embryos, wenn es zu einer Befruchtung kommt. Und natürlich letztendlich ist die Qualität des Embryos immer ausschlaggebend dafür, ob denn nun eine Schwangerschaft entsteht oder nicht. Hier gibt es mannigfaltige Diskussionen um die Frage, welchen Einfluss hat der Embryo auf das Hervorbringen einer Schwangerschaft und welchen Einfluss haben andere Sachen wie Endometrium, also Gebärmutterschleimhaut, Lifestyle oder sonst irgendwas, kann ich was falsch machen? Und wenn man in die Statistik geht und sich das Ganze mal auch wirklich vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, dann muss man einfach sagen, letztendlich liegt es zu 98% am Embryo, ob eine Schwangerschaft angeht, und die restlichen 2% vielleicht dann auf diese anderen Gegebenheiten. Und somit ist der Embryo unser zentraler Fokus, auf den wir natürlich ganz besonders schauen. Und hier kommt schon das zweite Problem: Kann man die Qualität eines Embryos überhaupt wirklich beurteilen? Und die Antwort darauf ist leider nein. Man kann es letztendlich nicht abschließend beurteilen, ob dieser Embryo tatsächlich wirklich gut ist oder nicht. Manchmal können sogar wunderschöne Blastozysten am 5. Tag lehrbuchmäßig aussehen und trotzdem haben sie eine Störung im Chromosomensatz, was letztlich dazu führt, dass sie dann nicht zur Schwangerschaft führen. Die Gründe für die schlechtere Entwicklung von Embryonen können sowohl in der Zelle selber, in der Eizelle liegen, aber auch im Sperma, was ja nun den zweiten Part darstellt. Auch hier ist es in der Wissenschaft umstritten, welchen Anteil hat denn nun die Zelle, die Eizelle, welchen Anteil hat das Sperma an der letztendlichen Entwicklung. Aber es bleibt festzuhalten, beide Partner sind da involviert und beide führen letztlich auch zur Ausbildung des Embryos und damit sind beide auch verantwortlich für die Qualität. Wenn nun der erste Teilungsschritt stattfindet, das bedeutet oder der erste Schritt in der Befruchtung, dann bildet sich der sogenannte 2PN-Zeller aus. Ein Begriff, den natürlich viele hören, denn nach der Eizellgewinnung findet ja die Befruchtung am gleichen Tag statt oder zumindest das Einbringen des Spermiums in die Zelle. Und am nächsten Tag sieht man, ob dieser Schritt geklappt hat. Die Befruchtung ist damit noch nicht ganz abgeschlossen, denn die ist so ein fortlaufender Prozess bis hin zur endgültigen Verschmelzung beider genetischer Informationen, also Mutter und Vater. Dann ist die Befruchtung letztlich abgeschlossen. Aber am ersten Tag nach Einbringen des Spermiums in die Eizelle sehen wir, ob die Teilung regelrecht war und ob die Spermien sich sozusagen in der Zelle etabliert haben und ob dann auch es zu einer Kondensation der Chromosomen der Frau gekommen ist. Und dann hat man eben 2 Zellkerne und das zeigt uns, ja, diese Zelle ist auf einem guten Weg. Und das ist auch das, was Sie dann am Telefon hören. Ja, der erste Schritt ist getan und jetzt müssen wir abwarten, wie sich dann letztlich der Embryo entwickelt hin zu einer verschmolzenen, zu einer individuellen genetischen Information des Kindes. Und dann geht es weiter zum 2-Zeller, 4-Zeller, 8-Zeller, Morula und dann letztlich die Blastozyste. Somit wünschen wir uns natürlich, dass alle Zellen gut entwickelt uns zur Verfügung stehen zum Transfer, aber auch eine nicht ganz optimal entwickelte Zelle, sprich ein nicht ganz optimal aussehender Embryo, kann durchaus zu einer Schwangerschaft führen. Also ich bin schon der Meinung, dass jeder Embryo auch so seine kleine Chance verdient, ob es nicht doch zu einer Schwangerschaft kommt. In diesem Sinne hoffen wir gemeinsam auf gut entwickelte Embryonen, welche letztlich das Ziel unseres Tuns sind und zur Erfüllung ihres Traumes vom Kind beitragen.